Hallo, das ist eine Projektpräsentation eines fiktiven Beispielprojekts für soziale Innovation. Dieses Beispielprojekt heißt Gemeinsam wachsen. Es ist ein interkultureller Garten für selbstorganisierte Gesundheitsförderung bei Senioren. Ähnlichkeiten mit echten Begebenheiten, Orten oder Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Das Projekt Gemeinsam wachsen könnte es überall geben. Gemeinsam wachsen wurde initiiert von dem Verein Gemeinsam wachsen e.V. Das Projekt kombiniert den interkulturellen Austausch mit der Schönheit der Natur, indem es einen gemeinschaftlichen Garten als Zentrum für kulturelle Aktivitäten schafft. Dabei werden die Senioren aktiv eingebunden, um den Garten selbst organisiert zu pflegen und als Ort für kulturelle Begegnung und Gesundheitsförderung zu nutzen. Ich spreche hier für Gemeinsam wachsen, glauben fest daran, dass der Zugang zur Natur einen positiven Einfluss auf die körperliche Fitness, geistige Gesundheit und soziale Interaktion hat und somit die Lebensqualität älterer Menschen steigern kann. Das Projekt findet statt in der Stadt Sonnenberg in Mitteldeutschland und das Projekt gibt es seit 2021. Beteiligt sind das Seniorenheim zur Aue, die evangelische Kreuzkirche, die katholische Herz-Jesu-Kirche, die Fatih-Moschee und der Verein 60 Plus, der Sportverein. Unsere Ziele sind erstens selbstorganisiertes Gärtnern, zweitens die Förderung von Aktivität und Mobilität, drittens kulturelle Aktivitäten im Garten, viertens soziale Integration, fünftens Gesundheitsförderung, sechstens ganzheitliche Gesundheit durch Naturverbundenheit. Unsere Zielgruppen sind die Anwohner von Sonnenberg im Rentenalter. Sie sollen angeregt werden zu Aktivität und Austausch. Nachbarschaftskontakte können geknüpft und gepflegt werden. Welche Bedarfe gibt es in Sonnenberg, auf die das Projekt reagiert? Sonnenberg ist ein kleines Städtchen mit einem wachsenden Anteil von Menschen über 65 Jahren. Es fehlt aber an Gemeinschaftsplätzen. Außer dem Marktplatz, einem Sportplatz und einigen Spielplätzen gibt es keine öffentlichen Räume, die für einen nachbarschaftlichen Austausch förderlich sind und Möglichkeiten für Aktivitäten älterer Menschen bieten. Daraus entstand die Idee, einen Ort zu erschaffen, der es den Bewohnern möglich macht, sich zu treffen, in der Natur aktiv zu sein und gemeinsam Feste zu feiern. Wie wurde das Projekt umgesetzt und wie wird das Projekt umgesetzt? Es gibt ein Seniorengartenkomitee im Verein. Es wird ein Gemeinschaftsgarten aufgebaut. Es gibt interkulturelle Gartenfeste und es werden Naturaktivitäten organisiert, außerdem Workshops und Schulungen, die von professionellen Workshopgebenden organisiert werden. Also zum Beispiel gibt es einen Physiotherapeuten, der den Senioren erklärt, wie sie gärtnern und dabei ihren Rücken schonen oder sogar noch Muskeln aufbauen. Außerdem gibt es von Kräuterkundigen geführte Kräuterwanderungen. Wie ist das Feedback? Friedhofsgänger sind passionierte Gärtner. Sie nutzen den Ort, um untereinander Pflanzen zu tauschen. Gemeindemitglieder der kirchlichen Gemeinden haben sich positiv geäußert. Sie sind neugierig auf den interkulturellen Austausch. Und die Leute aus dem Sportverein nutzen den Grillplatz, weil es dort schöner ist als auf dem Sportplatz. Welche Schwierigkeiten hatte das Projekt? Da ist zunächst die große Schwierigkeit, dass der Garten sich auf einem Hügel befindet und nur über eine Treppe erreichbar war. Es musste eine Rampe gebaut werden. Von der Stadt erhielt das Projekt dafür keine Unterstützung. Schließlich konnten wir die Rampe durch Spenden finanzieren. Und erst Proteste mit Plakaten
und ein Zeitungsartikel haben den Stadtrat umgestimmt, sodass der Stadtrat schließlich dem Bauantrag stattgegeben hat. Wir konnten eine Rampe zur besseren Erreichbarkeit für unseren Garten bauen. Eine barrierefreie Toilette und einen Regenunterstand gibt es bis heute leider noch nicht. Eine weitere Schwierigkeit, der wir gelegentlich begegnen, ist, dass Jugendliche in unserem Garten räubern. Besonders wenn das Obst reif ist, bleibt für die Älteren, die den Garten ja angelegt haben und pflegen, nicht viel übrig. Wir versuchen es mit Humor zu nehmen. Was ist die Wirkung des Projekts? Der Garten wird regelmäßig von etwa 30 Senioren besucht und gepflegt. Es gibt monatlich eine Wanderung in der Region und jährlich ein Sommerpicknick und Grillfeste. Gemeinsam werden die Produkte aus dem Garten nach Rezepten aus verschiedenen Kulturen verarbeitet. Die Arbeit im Garten ist zuträglich für die Gesundheit. Mit der Arbeit und dem Treffen im Garten bleiben die Senioren aktiv durch die sozialen Kontakte. Wie soll es mit dem Projekt weitergehen? Welche Pläne haben wir für die Zukunft? Wir denken, dass der Garten als Erbe bestehen bleiben soll für kommende Generationen und dass der Garten von den Senioren selbst organisiert weitergeführt wird. Wir bemühen uns regelmäßig, die Gartenaktivitäten zu bewerten. Wir beziehen die Senioren aktiv an den Bewertungen teil, um den Erfolg der Gartenaktivitäten zu bewerten und auch Verbesserungen vorzuschlagen. Vielen Dank und viel Spaß beim Umgang mit unserem Beispielprojekt.